Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen, hier ist der Aratosch und ich zeige euch heute ja im ersten Teil alleine nur, was es alles so im Interface gibt, wie was angelegt ist, wo ihr was findet, werde ich euch in diesem Tutorial zeigen. Und wir starten dann auch gleich mal los. Wir fangen erstmal oberflächlich an, auf der oberflächlichen Ebene, die ihr schon mal hier so vorab hier immer sehen werdet. Und wir starten einfach mal im Bereich Training. Im Training findet ihr einmal das Intro. Dahingehend wird euch die Welt von Starford gezeigt in einem kurzen Erklärvideo, wie ja dieses Battleground aufgebaut ist, dieses MOBA-Game, dieses VR-MOBA. Als nächstes kommt dann Basic. Basic zeigt euch, sage ich mal, wie die Steuerung funktioniert bei Starford, wie ihr schießen könnt, wie ihr euch fortbewegt, was ihr benutzen könnt, um euch halt fortzubewegen zum Beispiel. Genauso ist es bei Advanced. Da könnt man dann auch nochmal reinschauen. Da wird euch so gesehen das gezeigt, wie ihr dann in den kommenden Spielen, sag ich mal, ja, spielen sollt, um natürlich in diesem Game mit euren Gruppenleuten, ob Randoms oder eure Gilde, eure Community, heute, ja, das Game gewinnt, euch zum Siege führt. Da wird euch alles drin gezeigt, wie man Portale nutzt, wie man Brunnen zum Heilen benutzt, wie man diesen Attack-Shop benutzt, weil es gibt auch in dem Spiel Diamanten, die ihr einsammeln müsst, um dann eure Attribute zu verstärken. Und das wird euch alles in dem Bereich hier gezeigt. Genau. Dann haben wir noch einmal Sandbox. Sandbox ist eigentlich dafür da, um sich die ganzen Helden anzuschauen. Zu schauen, ey, wer ist vielleicht mein Favorite? Ich mag die und die Attacken, die sind cool. Und dementsprechend kann man sich dann so ein bisschen am Anfang fokussieren auf die Helden, die man sich frei spielen möchte. Dafür braucht man Charts, also man muss gewinnen, man muss Quests machen, um dann mit diesen Charts eure Helden freizuschalten, die ihr haben wollt am Anfang. Ja, hier kommen wir zum Play. Es gibt einmal Custom Play, damit könnt ihr alleine mit Freunden zusammen gegen AI spielen, gegen mehrere AI, gegen weniger AI, gute, leichte, schwere Gegner. Das könnt ihr alles über Custom Play einstellen. Genauso über Coop Game. Coop Game ist so gesehen Coop Match, Selection, Difficulty, Easy, Medium oder Hard. Könnt ihr auch gegen AI spielen. Also alone oder dann dementsprechend mit der Gruppe, aber mit der Gruppe ist eher mit über Custom Game. Genau, dann kommt ihr zu dem Abteil Quick Match. Quick Match ist einfach, ihr meldet euch an und ihr könnt dann einen eurer Helden euch raussuchen, die aktiv sind und könnt dann einfach mit anderen Randoms, werdet ihr zusammengeworfen, um dann ein Spiel zu starten. Über dieses Quick Match, wenn ihr gewinnt, bekommt ihr auch Charts zugewiesen. Wenn ihr gewinnt, kriegt ihr mehr. Wenn ihr verliert, kriegt ihr weniger oder sogar gar keine. Und ja, das erstmal dazu. Dann gibt es auch Ranked, wenn ihr wirklich eine gute Community seid, Freunde habt, die wirklich Interesse daran haben, öfters zu spielen, könnt ihr natürlich auch Ranked spielen und eure persönliche MMR hochspielen. Was genau ihr dann dahingehend gewinnt immer Ende eines Quartals, das weiß ich noch nicht. Da habe ich mich selber noch nicht genug informiert, ob es das schon gibt. Aber dahingehend kann man sich wirklich dann mit dem Besten der Besten duellieren. 5 gegen 5. Ja, dann kommen wir einmal in den Bereich Friends. Hier sind eure Freunde, die ihr halt über Meta invited habt oder über die Community, in der ihr euch befindet. Hier könnt ihr natürlich dahingehend auch die Leute einladen. Hier auf der rechten Seite seht ihr Boosts, die bekommt ihr durch Dailies, die ihr absolvieren könnt, Quests, tägliche Aufgaben oder über die Chest. Dazu kommen wir noch, um euch das ja dann zu zeigen. Genau, bei dem Boost ist wichtig, hier steht auch zweimal, dreimal und fünfmal. Ihr könnt das anklicken und dementsprechend dann aktivieren. Und somit bekommt ihr, wenn ihr dann ein Quick Match macht oder ein Ranked Match und ihr gewinnt, bekommt ihr die Anzahl an Charts, die ihr bekommt, mal 5, mal 3, mal 2. Also ihr bekommt dadurch mehr Charts, könnt dadurch schneller vielleicht Helden freispielen oder Skins.
Genau. Hier oben, wie ihr seht, ist ein Questfeld, Daily Quests, die ihr täglich machen könnt. Dafür bekommt ihr dann die Boosts und nochmal ein großes persönliches Quest. Ja, Complete 15 Dailies, also 15 Quests machen und dafür bekomme ich 3000 Charts. Am Anfang, wenn ihr hier startet, habt ihr auch Anfängerquests, schaltet den Helden frei, äh, bewegt den Obelisken, tötet eine Jungle, zerstört einen Turm, verteidigt eine Base. Da werdet ihr auch einige Quests haben, auch Quests dahingehend, dass ihr euch in Discord anmeldet. Da bekommt ihr dann sogar Galaxy Credits, die man sonst, sage ich mal, über ja, finanzielle Mittel, über eure Währung, Euro, Dollar, was auch immer, kaufen könnt. Kein Muss, aber könnt. Genau, dann einmal da drüben dieses große Bild. Das große Bild, die Werbetafel ist meistens immer für 14, 15 Tage. Da könnt ihr, sage ich mal, in diesen Chests, in diesen Kisten dementsprechend schon die Raw-Skins drin haben oder die Epic-Skins oder also Drops könnt ihr euch dann diese Skins sogar herstellen. Dazu kommen wir noch. Game News, ja, wird euch angezeigt, was wurde gefixt, was wurde verbessert. Ja, alles up to date. Gut, dann Home. So gesehen ist das Home-Menü. Hier hinten, ganz hinten links seht ihr auch nochmal die Charts und daneben auch die Galaxy Quests. Galaxy Credits. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal einfach auf Charaktere. Hier befinden wir uns bei den Charakteren. Wie ihr seht, habe ich schon alle freigeschalten. Und genau, wir können ja einfach mal kurz durchgehen. Ich werde jetzt nicht auf jeden einzelnen eingehen. Das könnte ich mal in einem anderen Video machen. Da kann ich euch dann auch jeweils die Attacken zeigen, die Fähigkeiten, die diese Heldencharakteren haben. Okay, dann fangen wir einfach mal oben an mit dem Nemesis. Das ist der Nemesis, das ist irgendwie so ein Spinnenheld. Ja, ist Tank, hat halt, ja, Speed, Armory, Damage. Da sind, ja, die Vorteile dieser Klasse. Und hier auch nochmal auf der rechten Seite die Attacken dieser Klasse. Genau. Ja, also, es gibt Nemesis, das ist ein Tank. LTC Jones ist ein Supporter, hat auch seine dementsprechenden Fähigkeiten, Heilen und Death. Wir haben Niederhorn, das ist ein Damage-Dealer, das ist ein Nahkämpfer, auch ein bisschen Schurken-Style angehaucht, der kann sich unsichtbar machen, hat auch einen Sprint und ist sehr flexibel im Fight, macht sehr hoch Schaden, bekommt aber auch sehr guten Schaden, wenn man ihn mal am Wickel hat. Dann kommen wir zum HBV. HBV ist auch ein Tank, macht sehr gut Schaden, hält gut aus, ist aber halt ein bisschen langsamer. Man muss sich mit diesem Charakter fortbewegen, als wenn man auf Skiern steht. Arme nach vorne und nach hinten. Ja, also wie so ein Springen. Cool ist auch bei diesem Helden, das Visier ist so gesehen dein Auge. Und dort, wo du dich hinbewegst, wo du hinguckst, links, rechts, bewegt sich das Visier mit. Ist sehr cool gemacht, hat auch coole Attacken, Schnellfeuer, Stun-Attacken und so einen, ja, Artilleriegeschoss. Ja, dann gehen wir zum Damage-Dealer Mars. Mars ist auch ein Nahkämpfer, kann ein Schild schießen, kann anstürmen, kann sein Speer werfen. Macht sehr, 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 sehr guten Schaden, meines Erachtens. Ist momentan auch sehr, sehr gut. Hält durchschnittlich gut aus, Bewegung ist auch okay. Dann kommen wir zu Cole Craig Smith. Cole Craig Smith ist ein Tank. Der hat eine MG, der ist so ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger. Voll draufhämmern, kann sich auch noch einen Turm, so einen Maschinengewehrturm stellen, um zu schießen. Er kann sich Energy Boost geben, damit er ein bisschen schneller läuft und so und kann auch Raketen schießen. Dann kommen wir zu Kaleo Damage Dealer. Das ist ein Dolchschurke, aber eher mehr auf Fernkampf. Also er wirft seine Dolche. Er hat auch eine Stun-Attacke. Er kann sehr gut springen, kann Loopings machen und solche Sachen. Macht sehr, 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 sehr guten Schaden. Also wirklich ist auch sehr flexibel, sehr schnell in seinen Bewegungen. Kann schnell die Map auch hin und her wechseln. Von der Top zur Botlane. Easy going.
Wir kommen zu Sarah Lex, ist ein Supporter, ist eigentlich der Haupthealer in diesem Spiel bei Starfield, hat auch so eine Heiliggranate, alle die sich im Feld befinden, werden geheilt, kann sehr schnell mit dem Board von einem Ort zum anderen fliegen, ist sehr flexibel und kann schießen mit 2 Waffen und kann auch Schilder aufbauen. Genau. Dann kommen wir zu Ateria, der Mitspieler, Jäger. Sehr guter Schaden, gute Movement-Beweglichkeiten, kann Pfeil schießen, damit er sich irgendwo ranzieht, kann andere Leute ranziehen, kann sehr guten Schaden machen mit seinem Bogen. Ist ja auch eine sehr gute Damage-Klasse. Dann kommen wir zur Drohne. Ja, ist wie ein Düsenjet, RSD, Supporter-Class, sehr, sehr schnell, sehr, sehr flexibel, kann sehr, sehr guten Massenschaden machen. Hellfeuer ist sehr, sehr tödlich, wenn man das in irgendeine Lane abwirft. Können sehr schnell viele Leute sterben. Ja, also von daher eine sehr gute Supporter-Klasse. Hier ist der Damage-Dealer Dr. J. Stern, der schießt ja Granaten, hat auch eine Einstellung von seinen Granaten anstelle die zu schießen, dass er wie so eine Shockwave macht, um halt die Gegner auch auf Nahkampf halt zu beschießen. Und er kann auch Fallen stellen, um Leute halt einzufrieren. Genau. Eine Frostfalle stellen, so gesehen. Und einen Lightning Blitz schießen, der sehr viel Schaden macht. Ja, das erstmal zu den Helden. Gibt es eine Menge. Jeder lässt sich anders spielen. Es ist sehr interessant, wirklich mal alle durchzuprobieren, alle freizuschalten, um dann wirklich zu gucken, ey, wer passt zu mir, welche Spielweise gefällt mir am besten. Ja, genau. Und ansonsten kann man natürlich, wenn man den auch frei spielt, muss man ein Tutorial machen. Es wird einem von Anfang an gezeigt, wie funktionieren die ganzen Attacken, um dann halt die Klasse auch dann dementsprechend zu beherrschen im Spiel selber. Genau. Das zu den Charakteren. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Profil. Hier seht ihr das Profil von euch selbst mit der MMR, der persönlichen, wenn ihr mal Ranked spielt. Ihr könnt einen anderen Namen nehmen, ihr müsst nicht den Benutzernamen vom Meta benutzen, sondern ihr könnt auch euren eigenen hier erstellen. Ja, ihr habt Leaderboards, hier ist auch so eine Rankliste, wer die besten MMR hat, wer sind die Top-Spieler dieses Games von Starfield. Genau. So, dann gehen wir mal zusammen auf den Shop. Der Shop zeigt auch wieder hier alle Helden an. Hier die Skins, die ihr zusätzlich auch freischalten könnt. Einmal mit Charts und einmal mit Galaxy Credits. Wir gehen einfach mal auf LCC Jones. Hier bekommt ihr für Charts 5000 jeweils Waffen. Wenn ihr die klickt, könnt ihr die dann hier euch auch angucken. Ihr könnt die auch hochnehmen und euch anschauen. Und natürlich auch die Figur selber könnt ihr auch in die Hand nehmen und euch dementsprechend auch anschauen. Hier hinten seht ihr dann auch die für Galaxy Quest, die sehen dann nochmal ein bisschen spezieller aus. Und genauso ist es auch mit den Waffen. Und so könnt ihr das dementsprechend für alle Helden machen. Wenn wir schauen, die unterschiedlichsten Farben. Die Charts könnt ihr, sage ich mal, über Quests freischalten, sammeln und über Gewinne, also über Gewinn in einem Battleground. Und die Galaxy Credits bekommt ihr dahingehend. Ich gehe gleich mal drauf. Das sind die Galaxy Credits. Entweder ihr kauft sie, um halt auch das Spiel dahingehend vielleicht ja, mit ein bisschen zu pushen. Die würden sich natürlich darüber freuen, wenn ihr dahingehend so ein bisschen supportet. Aber es gibt auch Quest-Möglichkeiten, in denen man auch Galaxy Credits bekommt. Natürlich nicht in der Masse, so dass man sich alles freischalten kann, aber man bekommt auf jeden Fall auch welche. Ich klicke einfach mal hier drauf und da werden die uns hier auch gezeigt. Dies ist ein Galaxy Credit. Sieht cool aus. Sehr schön gemacht. Ja, und so sieht die Charts aus, die man im Spiel freischalten kann, um dann Helden freizuschalten. Auch Skins.
und auch andere Sachen. Zum Beispiel fangen wir mal an mit den Chests. Hier kann man die sich dementsprechend dann auch kaufen für die Galaxy Credits. Wir können ja mal hier auf einen gehen. Hyperchase Chest und auf Buy. So sieht das Ganze aus. Und jetzt können wir das Ganze öffnen. Und schauen, was drin ist. Und wie ihr seht, sind 5000 Charts drin. Eine Raw Weapon Skin Chart und einen Fusion Charts Boost. Sehr schön. Genau, da werden sie mir auch schon angerechnet. Um die Boosts sich auch anzuschauen, hier kann man auch auf Boosts klicken. Hier kann man sich dementsprechend auch Boosts kaufen für Credits. Aber über Dailies kann man die sich natürlich auch freischalten. Genau, das dazu. Ansonsten würde ich nochmal hier auf Crafting, was auch ganz interessant ist. Also man braucht nicht unbedingt Glück haben, dass in der Kiste ein Raw-Skin drin ist oder ein Epic-Skin, sondern man kann die sich natürlich auch selber bauen. Das heißt, in solchen Kisten können auch Crafting Dust drin sein und dann dementsprechend die Symbole, um dann dementsprechend einen Skin zu bauen. Also wenn man einen Raw-Skin haben will oder ein Set, drückt man drauf, dann sieht man hier, was man benötigt, zum Beispiel 5000 Charts, 800 Crafting Dust und natürlich auch Raw Hero Skin Chart. Und wenn man diese 3 Komponenten hat, kann man das auf Produkt, also produzieren drücken und dann wird es einem hergestellt. Ist natürlich trotzdem Zufall, was dann dabei rauskommt. Also wenn ihr jetzt dementsprechend einen Helden habt, den ihr übelst feiert und übelst geil findet, kann der Skin drin sein, muss aber auch nicht, kann auch einer von den anderen Helden drin sein. Von daher weiß man halt nie, was drin ist. Und das habt ihr halt über die Skin, Raw Set Skin. Das könnte ich zum Beispiel herstellen. Und wir haben einen Raw Weapon Skin, also nur die Waffe, wenn euer Held auch eine Waffe hat. So, und genauso ist es über episch, episches Set, epische Waffe. Und das hier sind einfach die Skins, die ihr halt nur über Chart bekommt. Also das, was sich jeder auch freispielen kann, kann man sich auch nochmal separat bauen. Genau. Ich würde einfach mal, um euch das zu demonstrieren, einfach mal auf Raw Set Skin klicken und ich würde euch das jetzt einfach mal bauen, damit ihr das einfach mal seht, wie das funktioniert. Dabei müssen wir hier auf den Pfeil und volle Kraft voraus und jetzt werden wir sehen, was daraus entsteht. Und wir bekommen Zara Lex in einer Ra-Version. Sehr schön. Um das dann halt auch zu sehen, geht ihr auf Charakter, sucht euch den Char raus. Das ist ja bei mir Zara Lex. Und hier auf der Seite seht ihr die Skins. Und ich habe schon die Waffen und jetzt habe ich noch Zara Rose Lex auch in Gold. Also ich habe jetzt einmal das komplett goldene Set. Sehr geil. Sieht auch voll cool aus. Und sehr schön. Ich freue mich. Cool. Ja, das dazu. Was noch vielleicht wichtig ist, wie ihr vielleicht da unten schon seht, Wins 0 von 10. Ich spiele immer sehr oft LTC Jones, Supporter Class. Ich habe schon den ersten Rang. Ich habe 44 von 50 Wins und wenn ich 50 von 50 habe, steige ich den nächsten Rang auf. Und das geht, glaube ich, bis zu 3 oder 4 Ränge. Und genau, man hat dahingehend noch einen Rang, damit halt andere sehen, wow, bist du ein guter Gamer, bist du ein nicht so aktiver Gamer, der jetzt so oft spielt. So, ich denke mal, das wird daran dann gemessen. Selber, ob es jetzt Belohnungen gibt direkt für den Rang selbst, ist mir noch nicht aufgefallen. Wenn natürlich dahingehend einer Wissen hat, ob das so ist, kann auch gerne in die Kommentare schreiben, würde ich mich freuen. Das Spiel geht hier Hand in Hand und es ist immer wichtig, sich auszutauschen, eine Community zu bilden, besonders ja, Starford, neues Game und
Momentan spielen es noch wenig deutsche Player, deutsche Member. Und wenn dahingehend Interesse besteht, wir haben eine Community, die nennt sich Morgenstern. Schreibt einfach mich an, wenn ihr Bock habt, dann invite ich euch oder guckt einfach mal bei YouTube oben in der Leiste. Da habe ich unsere Community auch reingepostet. Da könnt ihr über den Link gehen. Da könnt ihr euch uns anschließen. Da findet ihr immer Leute, die Bock haben zu zocken. Und ja, umso mehr, umso cooler ist es. Es wird ja auch bald einen ESPL Turnier geben, wo sich dann halt Leute auch messen können, Teams messen können, wo man dann auch Gewinne abstauben kann. Also dahingehend ist das Game echt cool gemacht. Sehr, sehr cooles VR-MOBA. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da oder einen Kommentar oder invitet mich. Meta-Account habe ich auch oben gepostet auf meinem Account. Schaut rein und meldet euch und vielleicht zocken wir mal zusammen oder sehen uns halt im Battleground und der Bessere soll gewinnen. So sieht's aus. Lasst die Spiele beginnen, Jungs und Mädels. Ich habe mich gefreut und ich wünsche euch noch einen, ja, nicen Tag. Hier war der Aratosch. Haut rein. Ciao.